came from the mud. There's dirt on my hands. Strong like a tree. There's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. They sing on a sleepless night. Try to catch me howling at the moon. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf unserem Kanal. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin der Markus von Castle Media und wir stehen heute 10 Minuten entfernt von Kitzbühel, nämlich südlich davon in Jochberg. Vor diesem wunderschönen Chalet, das Chalet Raya. Wird vermietet und zwar von True Luxury Villas. Wir waren das letzte Mal schon in Kitzbühel. Dazu hier der Link zum Kitzbühel-Video, wenn es euch interessiert. Grundstücksfläche von satten 7100 Quadratmeter. Eine noch nie dagewesene, auf unserem Kanal zumindest, eine Wohnnutzfläche von 975 Quadratmetern. Insgesamt Platz für 18 Gäste. Sind auf 9 Doppelbetten, also 9 Schlafzimmer aufgeteilt, jeweils mit einem Bad en Suite. Wir haben einen Indoor-Pool, wir haben einen Outdoor-Pool, wir haben eine Sauna, einen Fitnessraum. Grundsätzlich alles auf 4 Stockwerke aufgeteilt und unterteilt. Wir haben eine eigene Wildfutterstelle und einen unglaublich großzügigen Wohn-Ess-Bereich im obersten Stockwerk. Inklusive einer wahnsinnig schönen Ruhelage, außer jetzt den Rasenmäher, den man vom Nachbar hört, und ein totales Panorama hier auf den Wilden Kaiser und auf das Kitzbüheler Horn. Jetzt mal grundsätzlich zur Architektur des gesamten Komplexes des Hauses, des Chalets. Wir haben 2 Gebäude, die sich unterteilen. Zum einen hier in das Zuhäusl. Das geht hier komplett nach vorne, ist auch unterkellert, also auf 2 Geschosse insgesamt, auf 2 Stockwerke. Und hinter mir das Hauptchalet, was sich über 4 Stockwerke zieht. Grundsätzlich außen alles mit Altholz vertefelt und veredelt. Alle Fenster sind aus Lärchenholz. Unterschiedlich alle anderen Chalets, die wir bis jetzt hatten. Wunderschöne Fensterläden, in dem Fall grün-weiß, sehr schön gehalten. Oben dann mit echtem verbrannten Altholz. Auch die klassische Form ist immer wieder zu finden, zum Beispiel beim Zuhäusl, hier der hintere Teil, beim Panoramafenster, das man hier schon gut sehen kann. Das ist die gute alte Tiroler Form, wie man sie von den Scheunen kennt, also diese V-Form. Findet sich auch wieder jetzt im hinteren Teil des Chalets wieder, wenn man es hier sehen kann. Da ist natürlich kein Heu drinnen, sondern Wohnraum, in dem Fall ist da sogar die Küche drinnen. Dadurch, dass alles auf mehreren Geschossen ist und Stockwerken, kann man hier auch ohne weiteres hier von Terrasse zu Terrasse gehen, mit einem super schön angelegten Außenbereich, hier mit den Schmiedeeisengeländern, den rustikalen Laternen, die hier überall angebracht worden sind. Aber ich würde sagen, ich sage jetzt auch mal was hier zum Eingangsbereich. Wir haben hier die Einfahrt, das Tor ist aber nicht hier oben, sondern es ist 40, 50 Meter weit unten und dann fährt man hier bei dieser Natursteinverpflasterung hier hoch. Stellplätze hat man hier so um die 5, je nachdem wie man natürlich parkt, das muss ich dazu sagen, weil ich kann hier auch ein Auto hinstellen wie den Ferrari und es hat vielleicht noch einen Autoplatz. Dementsprechend muss ich dazu sagen. Wenn man dann hier weitergeht, kommen wir hier bei diesem Vordach vorbei, das ist die Terrasse vom oberen Stockwerk und dann haben wir hier 2 Türen. Zum einen hier den Haupteingang und das hier schaut fast aus wie ein Schuppen, ist aber die Garagentür. Hier haben ungefähr 4, eventuell sogar 5 Fahrzeuge Platz, je nachdem, wie man es natürlich parkt. Alles ist hier in Grau gehalten. Durchgehend werdet ihr es ja auch später noch sehen. Hier mit den Leuchten an den Wänden, wunderschön gehalten. Auch die Altholzelemente, die Türen, müsst ihr euch wirklich im Detail anschauen, wie sie wieder aufeinander gelegt worden sind. Das ist jetzt der Zugang, da kommt man rein, und zwar in das Foyer. Das ist ein spezieller Eingang, da müssen wir aber jetzt noch weiter hergehen. Darf ich euch mal zeigen. Das ist ein Eingang in The Butler's Kitchen, mehr oder weniger die Bediensteten. Küche, da kann man ohne weiteres hier durch das Haus quasi reinfahren, durch die Garage, Einkäufe oder sonstiges mitnehmen, Catering eventuell direkt mit dem Aufzug hoch bis in die Küche fahren. Mit 2 Optikfenstern an der Stelle richtig schön, einfach nur toll. Dahinter sieht man auch, dass es wieder gleich gehalten ist wie die Garage. In dem Fall hat die Garage wirklich einen Wohnkomfort, muss man sagen. Diese Tür, die führt raus zum Technikraum und hinter euch, also wenn wir uns jetzt ein bisschen drehen, seht ihr hier lauter Einbauschränke. Wunderschön gelöst, hier mit der indirekten oder der direkten Beleuchtung, in dem Fall, das sieht man es ja, die sich hier rüberzieht mit der fallenden
Kante dort drüben, wunderschön für Stauraum, einfach ideal, braucht man in der Garage. Es ist toll beleuchtet auch hier, gleichzeitig alles ein Gefälle. In der Mitte haben wir ein Siphon, im Winter ist es natürlich hier in Tirol alles verschneit, das heißt das Auto ist auch voll Wasser, dementsprechend hier nach vorne gedacht worden. Ich würde aber sagen, wir nehmen jetzt nicht diese Tür, sondern wir gehen quasi hier direkt ins Foyer rein und dann zeige ich euch mal den Eingangsbereich. So, herzlich willkommen jetzt hier im Flur. Zumindest den kleinen Bereich hier davon. Wir haben hier zu eurer Rechten den Lift, zu eurer Linken nochmal eine Sitzbank zum Schuhe ausziehen und so. Aber wenn man dann hier schon einen Schritt durch diesen unglaublich großen Bogen hier durchgeht, steht man im tatsächlichen Foyer. Das ist jetzt richtig der Eingang. Hier links von euch, das ist die Eingangstür. Wunderschöne doppelte Flügeltür. Alles in Altholz gehalten, richtig haptisch ansprechend. Kombination hier mit dem grauen Putz, wie ihr hier sehen könnt. Hier der Fußabstreifer, der ist in den Holzmassivdielenboden eingesetzt worden. Richtig toll gemacht, super Arbeit generell hier im Haus. Direkt rechts daneben haben wir hier das WC, aber das Spektakuläre ist hier der Blick. Wenn man hier reinkommt, ihr seht es jetzt in den Aufnahmen, man ist wirklich mal kurz baff. Das Stiegenhaus ist extrem breit, die Decke ist extrem hoch, man sieht hier die Altholzbalken, wie es hier veredelt worden ist, in der Mitte mit dem weißen Putz, der es also nochmal locker und leicht wirken lässt. Die nach oben hin beleuchtete Stiege. Wir haben dazu jetzt keine Details erhalten, aber das sieht man mit bloßem Auge, dass diese Stiege, diese ganze Treppe wirklich ja uralt sein muss. Es ist wirklich von einem Bauernhaus abgetragen worden mit den schönen Schnitzereien dazwischen. Man sieht schon, wenn man hier durchschaut. Und wenn man dann hier weitergeht, bei dieser kleinen Lounge vorbei, auch mit Altholz verziert, aber nicht überall, immer der Kontrast hier mit diesem Anthrazit. Den Schaltern im Haus, die sind alle aus Edelstahl, haptisch auch sehr ansprechend, muss ich sagen. Jetzt habe ich gerade das Licht ausgeschaltet, müssen wir wieder einschalten. Denn hier links von euch haben wir den Kinoraum. Man kann es auch als erweitertes Wohnzimmer betrachten. Wir haben hier einen großen Fernseher, eine komplett in Altholz veredelte Wand, gleichzeitig natürlich maßangefertigte Tischlermöbel, eine ganze Kommode, Fernsehbank drunter und hier auf 2 Etagen, wie man gut sehen kann, die Couches angebracht mit Soundsystem natürlich hier zweimal hinten, zweimal hier vorne und hinter mir, darum sage ich erweitertes Wohnzimmer und nicht Kino. Wir haben hier einen wunderbaren Lichthof. Von oben einsehbar, wieder mit einer schönen Holzgeländer quasi umrandet. Wunderbar mit 2 doppelten Flügeltüren, mit denen man hier bei den Sprossenfenstern raus kann. Wunderbar, um hier die Gäste empfangen zu können, Aperitif zu trinken, mal einen Film zu schauen. Ganz entspannte Ebene, jeder kann das Haus ohne weiteres verlassen. Man kann es hier nicht so gut sehen, weil hier ein unglaublich großer Teppich verlegt worden ist. Aber wir haben hier einen schwarzen Stein drunter verlegt, in Platten wunderbar, mit anthrazitfarbenen Fugen drinnen und wieder der Übergang hier auf den Holzboden. In dem Fall doch kuscheliger mit dem Boden, also mit dem Teppich in dem Fall. Ich würde ihn ein bisschen kleiner anbringen. Was sagst du dazu? Ist das dein Stil? Größer oder kleiner? Nein, ist schon mein Stil. Ich würde ein bisschen kleiner machen. Aber das ist ja alles Geschmack. Geschmack lässt sich streiten, dementsprechend seid ihr in den Kommentaren vertreten. Wenn euch was nicht gefällt oder wenn ihr Fragen habt, rein damit. Aber das hier ist nochmal eine doppelte Flügeltür, die die zweite Eingangsstelle hier von der Garage bietet. Das ist jetzt der Platz, der komplett ausgestattet ist mit allen Geräten, die man hier unten braucht. Wir haben alles versteckt hier in den Einbauschränken. Wunderschön mit Filz gearbeitet und Stoff darüber. Das hier sind die Scharniere. Richtig schön, minimalistisch, in dem Fall ein Kühlschrank. Man kann sie gut sehen, 2 Ablageflächen für alle möglichen Behälter oder so, die man sich vom Catering bringen lässt. Die Fenster hier sind wirklich nur Optik. Dementsprechend hier nochmal eine Arbeitsfläche, schön in Stein gehalten, mit den Altholz-Optiken durchgezogen. Sogar Cerankochfeld an der Stelle, Mikrowelle. Wirklich alles perfekt für das Personal. Wenn man für die 18 Gäste, wenn es wirklich voll ist, das Haus, kann man sich alles hier bringen lassen. Und man merkt es nicht mal. Und wenn man dann hier weiter blickt, sieht man hier dann den angesprochenen Weinschrank, Weinraum, Weinkeller, wie man es dann nennen will. Auf jeden Fall der repräsentative Teil davon. Wunderbar mit diesen beiden Glastüren, wieder mit den Schmiedeeisenelementen hier richtig schön angebracht. Ich finde, das kommt eigentlich sehr gut bei Glastüren und super schön gearbeitet. Da kann man dann seine Schätze ausstellen oder das, was man wirklich gern trinkt oder da beim Kino, Wohnzimmer quasi gerne trinken möchte. An der Stelle, wir haben hier unten nur ein einziges Schlafzimmer und das ist hier zu eurer Rechten. In dem Fall, wie gesagt, ist alles hier rot und blau gehalten worden in der Kombination. Das Innendesign, Interior Design ist hier bei jedem Schlafzimmer sowieso mal komplett einzigartig. Das ist aber speziell. Erstens ist es mal das einzige hier im Erdgeschoss und wir haben hier ein wunderbares Deckenlicht,
Von oben von der Terrasse ist hier eine Glasplatte angebracht, das hier nochmal super viel Licht reinbringt. Hinter mir dann das Badezimmer, wunderbar auch mit den Türen, also ich muss schon sagen, richtig, richtig geil. Ich stehe auf sowas, genauso wie auch hier das Sideboard oder das Board vom Fernseher. Alles maßangefertigt von den Schränken, den Tisch hier drunter. Wirklich, also man merkt, das ist einfach gestört, was hier investiert worden ist, dass man diese Qualität hier bieten kann. Und hier daneben findet man dann nochmal eine große Öffnung, einen großen Bogen ohne Tür in dem Fall, rein in die Garderobe. In dem Fall, das ist wirklich die offizielle Garderobe, wo man auch reinkommen kann, die dritte Tür in der Garage. Das ist leider vorher falsch angepriesen. Die hintere Tür, die führt dann nochmal hier rein. Das ist zusätzlich nochmal ein Raum für Klamotten, für alles, was man sich so vorstellen kann. Seht ihr das mal bitte, schaut euch das mal im Detail an, man muss sich da fast hinsetzen, das mal anschauen. Alle Griffe, auch im Haus verteilt, sind alle hier mit den Hörnern bzw. den Geweih von Hirschen oder Reh gemacht worden. Komplette Maßanfertigung. An der Stelle das Altholz, das sich hier wirklich herumschlängelt, maßangefertigt, da fehlt nirgends nicht mal ein Millimeter. Dort oben Luftauslässe, auch im gleichen Holz, maßangefertigt wie auch der Rest. Große Spiegelwand und hier dahinter wieder der Übergang auf den schwarzen Boden, wie man es im erweiterten Wohnzimmer vorher schon gesehen haben. Das ist vor allem praktikabel, weil wir hier die Schneeschuhtrockner. Heißt, hier kann man dann für die 18 Personen im Haus, wenn man dann nochmal einen ausgiebigen Skitag gehabt hat, kann man die alle hier trocknen. Gleichzeitig nochmal ein paar Einbauschränke und das, wie gesagt, das ist der Zugang zur Garage. Einfach nur phänomenal, muss ich sagen. Das ist ein unglaublicher Bereich, unglaublich schön gelöst, genau wie auch der Rest hier unten im Erdgeschoss. Aber, wie gesagt, hier ist nur ein einziges Schlafzimmer hier unten. Wo sind dann die anderen 8 zum Beispiel? Im Haupthaus finden wir davon zum Beispiel jetzt oben insgesamt 4. 4 Schlafzimmer im obersten Stockwerk jetzt. Eins davon ist der Master. Der Blick, der hat einen ja schon hochgezogen jetzt von unten, vom Eingangsbereich weg. Aber man muss einfach sagen, es ist auf der absolute Wahnsinn hier. Ich muss ganz ehrlich sein, es ist ein unglaublich tolles Gefühl von Geborgenheit, von stilsicherem Verwenden von Altholz in dem Fall. Hier schaut es vielleicht aus, wie wenn es viel Altholz wäre, aber es ist so stilsicher umgesetzt worden. Wir haben hier einen Spiegel mit 2 Leuchten an der Wand, überall Bilder angebracht, sensationell. Vor allem hier, der komplette hintere Bereich von euch, ich viertel quasi das Haus gerade, okay? Hinter euch befindet sich nicht der Master Bedroom, sondern die Master Suite. Das ist jetzt quasi der kleine Vorraum der Suite. Hier nochmal mit Einbaukästen, Einbauschränken, wieder mit den Beschlägen, wie unten schon angesprochen. Hier haben wir nochmal einen großen Spiegel zum Anziehen und sonstiges. Ist aber wirklich jetzt nur der formale Ankleideraum. Drüben haben wir nämlich nochmal einen. Und eine zweite Tür, die unter anderem auch hier zum Badezimmer verbindet. Aber Blickfang in dem Fall. Auf alle Fälle hier dieses Schlafzimmer. Ich darf präsentieren, ein wunderschönes Doppelbett. Hier das Kopfteil in Samt gehalten, fast bis zur Decke hoch, in wunderschönem Lila, hier mit Grau kombiniert. Auch hier mit diesen nach vorne gebauten, fast schon eine Art Wintergarten, kann man es sagen. Wir haben hier wunderbare Altholzbalken, die das in Szene setzen. Dahinter eine komplette Wand mit Sprossenfenstern. Und diese öffnen einen Blick unglaublich auf den Wilden Kaiser. Von dieser Höhe einfach unverbaubare Sicht. Man sieht auf die Baumwipfel da draußen und auf das Naturschauspiel des Wilden Kaisers, muss man schon fast sagen. Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, hier wunderschön. Nordwestausrichtung haben wir hier, also vor allem der Sonnenuntergang wird hier spektakulär. Auch wie alle anderen Schlafzimmer hier im Haus ist das hier natürlich mit Bad en Suite. In dem Fall wird das hier getrennt mit diesen beiden Schiebetüren und die öffnen dann hier den Raum, den man hier entweder Badezimmer nennt oder schon begehbaren Kleiderschrank. Wir haben hier eine Trennung und die ist so direkt hinter euch. Das ist ein raumhoher Spiegel und links und rechts davon kann man rundherum gehen und steht im Kleiderschrank drinnen. Aber auch spektakulär ist natürlich hier diese Insel, kann man schon sagen. Andere würden das nicht mal als Kücheninsel haben in ihrer Küche, in dem Fall ist es einmal ein Badezimmer. Richtig schön, aus einem Stück haben wir 2 Waschbecken, genau gespiegelt.
Darüber hängen zwei wunderbare Leuchten in Tropfenform, die hier richtig so runterfallen, passend zum Badezimmer natürlich. Hinter mir, das ist die Tür, die ich angeschnitten habe, da kommt man in den kleinen Vorraum, in das kleine Foyer. Auch wieder den Zugang raus auf die Terrasse mit den Flügeltüren, mit den Sprossentüren. Da haben wir dann nochmal eine große Regendusche, alles in Anthrazit gehalten an der Stelle, dass sich besser einsetzt. Und das ist die Badewanne. Freistehend, hier direkt neben dem großen Spiegel, und dahinter haben wir dann den Traum von jedem modebewussten Menschen, sagen wir mal so, ein begehbarer Kleiderschrank. Komplette Wand, hier mit Einbauschränken versehen, wieder mit den Beschlägen, wie angesprochen, mit den Geweihen. Darüber mit den Spots, dementsprechend hinter euch wieder den Zugang auf die Terrasse, wie auch drüben jetzt im Badezimmer. Und hier kommen wir auf den anderen Teil der Terrasse, nämlich den südlich ausgerichteten. Wunderschön nochmal abgetrennt an der Stelle kommen wir in ein kleines Wohnzimmer, könnte man es nennen. Eine Leseecke, wo man sich angenehmer mal hinsetzen kann, auch wieder drüben Schuhe anziehen, hier raus auf die Terrasse. Man sieht hier auch die schönen Fenster von draußen, aber da schauen wir später noch hin. Und diese Tür, die verbindet einen dann wieder hier raus auf den Gang. Das heißt, dann haben wir dieses ganze Viertel hier quasi allein mit dieser Master Suite besetzt und der Rest ist Richtung Süden ausgerichtet. Das heißt, hier haben wir nochmal zwei Kinderzimmer und die sind für ihn und für sie ausgelegt. Neben dem Master, den ihr jetzt schon gesehen habt, finde ich, dass das eins der schönsten Schlafzimmer da drüben ist. Ist komplett visioniert von den beiden Kinderschlafzimmern und auch direkt hier neben dem Lift. Der Lift hier in ganz dunklen Grün gehalten, wie auch draußen. Die Fensterläden zum Beispiel sind hier grün-weiß, auch hier wieder durchgezogen. Und dieses Grün finden wir dann auch hier im Schlafzimmer. Wunderschöne Kombination von Filz in hellgrau und dunkelgrau, wie hier in der Kommode, mit diesem dunklen Grün an der Wand. Ich hoffe, man kann es jetzt überhaupt sehen, es ist wirklich sehr dunkel, eventuell schon zu verwechseln mit Grau. Gefällt mir sehr, sehr gut. Auch hier mit dem Türrahmen, der ist hier so unglaublich üppig ausgefallen. Gefällt mir super, super gut. Auch hier die Veredelung mit den Filzbeschlägen hier an der Wand, gehen bis zur Decke hoch und manteln hier diese Balken, die hier deutlich breiter ausgefallen sind als drüben. Super schön, genau mein Stil. Auch hier diese Filzvorhänge. Eine Wahnsinnskombination, finde ich. Auch hier Bad-en-Suite, wie angesprochen, jedes Schlafzimmer hier voll ausgestattet und die Ausrichtung ist hier sensationell. Hinter mir seht ihr schon den wilden Kaiser und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal die Terrasse an und wie das Chalet generell von außen eigentlich aussieht. Ich darf euch jetzt begrüßen und zwar auf der Sonnenterrasse und zwar Richtung Süden ausgerichtet. Ich komme jetzt aus dem Mädchenschlafzimmer raus, also hier daneben ist das Jungsschlafzimmer. Und ihr habt es ja schon gesehen, grundsätzlich sind beim ganzen Haus die Fensterläden grün-weiß. Hier auch daneben kann man es gut sehen, grün-weiß an der Stelle. Nur hier bei diesen großen, richtig bei den Türen, sind die Fensterläden rustikale, echt verbrannte, alte Läden. Also das ist der absolute Wahnsinn. Kontrast dazu, die hellen Lärchentüren und Fenster, wunderschöner Kontrast, der sich dadurch ergibt. Richtig toll. Hier auch nochmal die angeschnittenen Läden in grün-weiß mit den kleinen Fenstern hier für die Bäder an der Stelle, für das Mädchen- und das Jungsschlafzimmer. Und dieses Geländer hier unten beim Kinoraum, beim erweiterten Wohnbereich, weil wir hier drüber filmen sonst, dass ihr ein bisschen einen Blick dafür bekommt. Das unten ist der angesprochene Lichthof, der man quasi von unten sieht, wenn man bei den Sprossentüren rausschaut. Direkt daneben nochmal ein Lichthof. In der Mitte unterteilt mit einem Holzstapel an der Stelle, den Bereich vom Wellness. Zu dem schauen wir aber später noch hin, denn das wird ein eigenes Highlight. Das ist nämlich das Zuhäusl, wo das untergebracht ist. Wenn man aber hier ein bisschen weiter zurückgeht, dann kann man von hier schon mal das ganze Chalet von außen betrachten, bis hoch zum First, die Fixverglasung an der Stelle und oben ist großzügig der Wohn-, Ess- und der Kochbereich untergebracht worden. Und da nehme ich euch jetzt mit, den schauen wir uns jetzt mal an. There's dirt on my hands, strong like a tree. There's roots where I stand. Oh, I've
Ich nehme grundsätzlich immer gern die Stiege, weil Stiegenhaus immer super schön ist. An der Stelle werde ich aber jetzt dann, wenn wir ins Untergeschoss schauen, den Fahrstuhl nehmen. Wir haben hier, wenn man hier hochkommt, schon einen Blick, den man wirklich bei fast keinem Chalet sehen wird. An der Stelle sehen wir hier raus bei den beiden Sprossenfenstern, bei dieser Sprossentür und sehen die Wildtierfütterung. Das ist eine eigene überdachte Futterstelle, da wird immer wieder Heu nachgefüllt und da kommen wirklich die wilden Rehe quasi vorbei und werden hier auch unter dem Jahr versorgt. Natürlich auch im Winter, da wo sie es brauchen, aber auch sogar unter dem Jahr. Richtig schön hier auf der Terrasse zu sitzen, mit Blick hier raus auf die Rehe an der Stelle oder eben die Hirsche. Wobei Hirsche werden hier wahrscheinlich keine kommen, schätze ich jetzt mal. Gleichzeitig stehen wir jetzt hier im Wohn-Essbereich. Hinter mir vor allem jetzt mal der Essbereich. Eine großzügige Esstafel mit einem Wahnsinnsausblick. Zum einen hier geöffnet und zwar Richtung Osten an der Stelle. Der Rest ist Richtung Norden geöffnet. Wir haben hier ein unglaublich großes Panoramafenster. Man sieht hier schon sehr schön, dass man keine Häuser sieht. Es ist komplett unverbaubar. Wir haben hier die Baumwipfel vor uns. Richtig entspannend hier zu 10 an dieser Esstafel zu sitzen mit einer wunderbaren Sicht hier raus, auch auf den Wilden Kaiser natürlich. Die Frage ist beim letzten Video gekommen, ja, aber es haben ja viel mehr Leute Platz im Chalet. Es gibt natürlich dann immer einen anderen Platz zum Essen. Ich meine, für 18 Gäste Tafel ist schon etwas lang, dementsprechend hier 10. Und die restlichen 8, die bringt man dann hier unter, und zwar in diesem Vorbau des Chalets. Wie gesagt, Richtung Norden ausgerichtet, Nordwest ein bisschen in die Richtung. Hier haben nochmal 8 Platz. Das heißt hier 8, hier 10 und dann kommen wir auf unsere 18. Der Blick ist hier einfach spektakulär. Die gesamte Front ist hier mit diesen Sprossenfenstern versehen worden. An der Stelle auch interessant zu sehen von außen. Es wurde extra hier nochmal ein Dach mehr oder weniger, ein Vorsprung eingezogen. Der wäre nicht mal nötig gewesen, aber nur für die Innenarchitektur hier angebracht worden. Aber jetzt mal zum Hauptthema hier hinter mir. Was sagt ihr zu der spektakulären Küche? Wir haben hier den Übergang wieder auf den Steinboden, wie unten auch im Kinoraum, in den praktikablen Bereichen des Hauses. Alles mit Altholz vertefelt und veredelt. Geräte sind hier von Siemens, wirklich alles vorhanden, was man braucht. Vom Backofen, Dampfgarer an der Stelle, Kaffeemaschine haben wir in The Butler's Kitchen dahinter, kommen wir gleich dazu. Wir haben hier natürlich ein Cerankochfeld mit einem Dunstabzug an der Stelle und einen unglaublichen Blick, natürlich genauso wie vom Esstisch hat man den auch hier, kann gut und gerne hier mit den Gästen kommunizieren, auf dieser Wahnsinnskücheninsel kochen und zaubern oder sich bekochen lassen bei dem Concierge-Service von True Luxury Villas zum Beispiel. Mir gefällt die Küche trotzdem extrem gut, ich würde das selbst gern kochen, wahnsinnig breite Steinplatte hier, unglaublich schön in schwarz und dunklen Anthrazit gehalten, gefällt mir sehr gut. Und auch die Raumhöhe ist hier einfach sensationell und gut gelöst, wie ich finde. Wir haben hier eine Unterteilung, wie ihr das sehen könnt. Es geht also nicht bis oben in gleicher Linie hoch durch, sondern nochmal eine Separierung. Da oben haben wir ein paar Bilder, alle in schwarz-weiß gehalten. Aber ich finde, das macht den Raum sehr viel schöner und nahbarer und nicht hohe Decken, die keinen Bezug mehr haben. Gleichzeitig für Deckenlicht haben wir hier 2 Deckenfenster. Und die lassen Unmengen an Licht hier rein. Im Vormittag, ihr werdet es jetzt in den B-Roll-Aufnahmen sehen, die haben wir nicht früher gemacht. Da kommt hier schön das Licht rein und es wird nie dunkel hier beim Kochen. Und jetzt zur angesprochenen kleinen Küche dahinter. Die ist ausgestattet mit allem, was man braucht, ist aber vor allem dazu gemacht, dass die Bediensteten oder der Catering-Service unten reinkommt, geht in den Aufzug und der Aufzug, der kommt hier mittig vom gesamten Haus hoch und öffnet sich in 2 Seiten. Zum einen hier in die Küche rein und zum anderen rüber in den Lounge-Bereich. Ihr habt es ja unten schon gesehen, wirklich sensationell sieht man hier die Glasfront da vorne. Darunter die Sprossenfenster und darüber eine Fixverglasung, die wirklich hier von der Wandseite bis hoch zum First sich hochzieht. Es wird deswegen hier auch gerne Fixverglasungen verwendet, vor allem in diese Ausrichtung Richtung Süden, weil man natürlich so viel Licht wie möglich hier reinbringen will. Dadurch hat man wirklich jeden Meter ausgenutzt und der mehr oder weniger tiefe Raum wird so gut es geht komplett mit Licht versorgt. Deswegen auch hier die Fixverglasung. Zentrum ist hier dieser wunderschöne Kamin. Anders als viele andere ist der komplett freischwebend, zumindest hier unten. Also mit nicht angemacht, es gibt auch hier kein Glas, der ist wirklich frei, ist an der Decke befestigt, ringsherum mit Fetzenblech, wunderschön mit den Nieten an der Stelle, zentral gehalten mit dem Altholz ringsherum, in der Mitte
nochmal wirklich mit einem porösen Stein, der das hier alles super in Szene setzt. Gleichzeitig mehrere Bereiche, wo man sich aufhalten kann. Zum einen hier ein kleiner Kaffeetisch und hier den offiziellen Wohnbereich. 2 Couches, wunderschönen Couchtisch, haben hier einen reinen Sichtdachstuhl. Egal ob jetzt zwischen den Sparren oder der First oder die tragenden Balken an der Stelle, alles mit Altholz veredelt. Ihr seht es in den Aufnahmen. Ein so richtiger Kaffeespot. Hier würde man einfach Kaffee trinken. Hier hat man eigentlich einen Blick, wenn man über diesen Loungebereich dort drüben, über den Arbeitsbereich hinweg schaut, auf das Kitzbühler Horn. Es ist wirklich, als wäre dieses Wohnzimmer so platziert worden, nur deswegen, weil man hier das Kitzbühler Horn sieht. Dieses Fenster ist wie ein Rahmen und das ist hier der Loungebereich. Loungebereich oder eben auch Arbeitszimmer. Wenn man zum Beispiel jetzt Kunden oder Gäste hier einlädt, hier was machen will, kann man sich hier warten lassen. Homeoffice an der Stelle und dahinter die brachiale Aussicht, das Kitzbühler Horn und den wilden Kaiser hier fast zur Gänze. Man hat kein Haus vor sich, kein Dach vor sich. Man fühlt sich, als wäre man hier mitten im Wald, obwohl man brutal zentral gelegen ist. In 10 Minuten ist man in Kitzbühel, muss man sich vorstellen. Platz für 18 Leute hier drinnen und das auf diesem unglaublichen Niveau. An der Stelle hier ist der angesprochene Aufzug, der in die Küche und auch hierher öffnet. Und wir sagen, diesen Aufzug nehmen wir jetzt. Jetzt schauen wir nämlich runter in das erste Untergeschoss. Ich darf euch jetzt hier im untersten Stockwerk begrüßen. Wir sind jetzt im Haupthaus quasi am Fuße der Treppe, die gegenüber des Kinoraums oder des vergrößerten Wohnzimmers quasi hier beginnt und hier runterführt. Und hier haben wir dann nochmal ein Schlafzimmer mit einem Lichthof, auch sehr, sehr schön gestaltet. Aber hier beginnt dann der Teil, der eigentlich der Gästetrakt des Hauses ist. Er ist nicht separat getrennt, es ist wirklich ein Leben in einem Haus, aber mit separaten Zugängen, die dann deutlich näher sind, als wenn man jetzt hier den Haupteingang nehmen würde. Das heißt, wenn wir jetzt hier durchgehen, durch diese schöne Fassung, kommen wir hier diesen Anthrazitwänden entlang und stehen direkt hier vor dem ersten Schlafzimmer im Gästetrakt. Wieder mit Bad en Suite natürlich, super schön eingerichtet. Auch hier wieder mit den hellen Tierstöcken an der Stelle. Ich glaube, es ist Fichte oder Tanne, höchstwahrscheinlich ist es aber Fichte. Einmal schöne Abwechslung auch hier drinnen. Und wenn man dann hier weitergeht, sieht man schon, wir haben hier nochmal mehr oder weniger so einen Garderoben-Ankleidebereich mit den Einbauschränken, gleiche Qualität wie auch im Rest des Hauses. Wieder mit den Anschlägen an der Stelle, super schön gelöst, auch mit den Spots an der Decke. Und wenn man diesen Weg hier entlang geht, diese ganzen Türen sind alles Technikräume oder eben auch Waschräume an der Stelle. Hier haben wir nochmal einen Bereich, wo man zusammenkommen kann und hier ist dann die große Entscheidung. Gibt es nochmal 2 Schlafzimmer. Eins ist hier und eins ist darüber. Beides sind Suiten und extrem groß. Ich würde sagen, ich zeige euch jetzt mal das hier herunten. Dieser Teil des Zuhäusels, wie es auch bezeichnet wird, ist unglaublich charmant. Wir haben hier ein komplett unabhängiges Gebäude vom Hauptgebäude. Es steht hervor, ist quasi von der Einfahrt, wenn man reinfährt, auf der rechten Seite. Und es ist, wenn man es jetzt von hier zeigt, ihr seht es jetzt in den Aufnahmen, es schaut fast aus wie ein eigenes, kleines, aber richtig charmantes Gebäude. Wir sind jetzt hier im untersten Teil davon. Wir haben hier vorne eine wunderbare, uneinsehbare Sonnenterrasse, die auch hier einen separaten Zugang erlaubt. Unter anderem haben wir hier so ein kleines, erweitertes Wohnzimmer, sagen wir mal. Dann haben wir hier nochmal das Schlafzimmer. Das kann man komplett hier verschließen mit den Schiebetüren. Auch wieder mit Zugang hier separat raus vom Schlafzimmer. Und natürlich mit einem Bad en Suite ausgestattet. Richtig feines Gadget an der Stelle, wird wahrscheinlich architektonisch oder einfach nutzungstechnische Gründe gehabt haben, dass man hier diesen Einbaukasten mit dieser Schräge verbindet. Werden wahrscheinlich ein paar Rohre drinnen sein. Aber ich finde es extrem schön gelöst, wie das gemacht worden ist. Wir haben hier wieder die Beschläge, wie auch drüben zum Beispiel. Aber dieser öffnet sich rund um die Ecke mit einem ganz speziellen Scharnier. Und dann hat man hier einen begehbaren Kleiderschrank, der wirklich tief hier reingeht. Super schönen Platz genutzt. Und man verleiht den Ganzen nochmal mehr Tiefe. Ich finde so Ideen wie die hier extrem schön. Sind natürlich auch nur möglich, wenn man mit erfahrenen Tischlern zusammenarbeitet, wie es auch hier im ganzen Haus gemacht worden ist. Fast alles ist Massenfertigung. Zum Beispiel auch diese Wand hier hinter euch. Wunderschön gelöst. Eine komplette Altholzvertäfelung. Aber ich würde sagen, ich nehme jetzt mal direkt diese Treppe und den separaten Ausgang
Und wir sehen uns dann oben vor dem Zuhäusl. Da ist nämlich die zweite Suite, die man hier durch diese Treppe daneben erreicht. So, wir befinden uns jetzt hier wieder vor dem Chalet, hier in der Einfahrt. Und dieser Bereich, das Zuhäusl, das sich hier nach vorne ragt, ist jetzt genau das Schlafzimmer, das hier nur von unten und eben von hier begehbar ist. Das ist komplett separater Zugang natürlich, mit dieser schönen, ja, wie wenn man jetzt auf der Terrasse, auf dem Balkon raufgehen würde. Ich würde sagen, wir schauen uns das jetzt mal an. Hat ein wunderschönes Badezimmer, unter anderem schaut das hier raus auf die Einfahrt. Das Besondere jetzt an dieser Suite ist, dass sogar noch ein separater Balkon hier angebracht worden ist. Der ist jetzt genau über dem Lichthof, über der Terrasse unten natürlich, aber super schön ausgerichtet. Man hat einen tollen Blick hier raus, wieder auf die Bäume, auf die Büsche da draußen. Wirklich schön, man lebt wie in Grün. Also wenn man jetzt nur das sieht, würde man von dem hinten nichts erwarten oder ahnen. Man glaubt, man ist in einem kleinen Chalet irgendwo hoch oben in den Bergen. Ein wunderschönes Doppelbett haben wir hier direkt vor uns. Dementsprechend wieder eine Wahnsinnsraumhöhe, alles in Anthrazit gestrichen. Hier auch wieder der komplette Dachstuhl in Altholz veredelt und vertefelt. Und hier sind zwei Türen, jeweils zwei Flügeltüren, eine zu eurer Seite, eine auf meiner Seite. Bei eurer Seite haben wir nochmal einen begehbaren Kleiderschrank und ein Doppelbett drinnen. Für die Kinder zum Beispiel. Ideale Geschichte. Und bei mir ist diese Doppeltür der Zugang zum Badezimmer. Ein richtig gut ausgestattetes Badezimmer mit einem WC, einem wunderschön eingebauten großen Spiegel, wieder mit den Lampen links und rechts, gefällt mir persönlich extrem gut. Ausgiebig, großartig gemacht, ein unglaublich schöner Flair hier drinnen. Und hinter euch ist dann der oberste Teil der Treppe, wie angesprochen, unten haben wir uns die Suite angeschaut. Hier kann man nämlich hochgehen und dann befindet man sich hier in dem obersten Teil der Suite. Und das Coole hierbei, dieser nach vorne gebaute Teil des Gebäudes des Zuhäusls, ist ja nur der vorderste Teil. Hier direkt dahinter befindet sich der Indoor-Pool. Und wenn man da beim Fenster rausschaut, sieht man sogar den Outdoor-Pool. Und ich würde sagen, da schauen wir jetzt einfach direkt hin, Haupteingang rein und rechts beim Poolauge vorbei. Von außen mit Altholz, ein Hirschgeweih hier als Armatur bzw. als Griff und innen komplett modern mit Anthrazitoptik. Das Schöne aber an der Tür, ich würde das gerne mal wieder bei einer Eingangstür sehen. Hier ist der Winkel der Tür oder der Drehpunkt der Tür weiter im Türblatt drinnen. Das bedeutet, wenn man die Tür jetzt komplett öffnet. Also mir gefällt es, macht die Tür extrem modern und luftig. Und wir stehen jetzt hier im angesprochenen Fitness- und Wellnessbereich. Das hier mal ist nur der Fitnessbereich. Wir haben hier Cardio-Geräte, was man sich vorstellen kann, Laufband, Fahrrad und einen Art Stepper, ich weiß jetzt nicht genau die Bezeichnung dafür, alles mit Spiegeln veredelt und hier seht ihr schon der Indoor-Pool. 30 Grad, perfektes Erlebnis, wenn man hier mit 18 Gästen herkommt, man muss das Haus nicht mal mehr verlassen. Holt man sich einen Koch, der kocht, kauft jemand ein, hat alles im Haus, was man braucht, kann hier Wellness machen den ganzen Tag, hier gleichzeitig diese Öffnung. Kommt man rein in einen in allen Seiten verspiegelten Raum, ist nochmal ein zusätzlicher Fitnessraum mit Gewichten ausgestattet für das durchschnittliche Training, würde ich mal sagen. Hinter euch ist nochmal eine separate Glasfront, die ermöglicht einen Blick und zwar in den Massageraum. Dieser Massageraum ist auch wieder super schön ausgestattet mit diesen beiden Lichtern, zwei Spiegeln, ein schönes Gemälde und ideal, wenn man sich hier jemanden holt, der sein Handwerk beherrscht. Mit einem Knopfdruck kann man das hier öffnen und schließen und dann hat man auch die Privatsphäre, wenn man dann hier seine Massage genießt. Wenn man dann hier sich für diesen Weg mal entscheidet, kommt man hier in das Bad rein. Zum einen haben wir hier die Regendusche, einen Lichthof. Dieser Lichthof ist der angesprochene auch von vorher. Also gegenüber davon ist quasi der Kinobereich, der Kinolichthof. Und hier findet man eine finnische Sauna und zwar für, ich würde mal sagen, von der Größe her sicher für 5 bis 6 Personen möglich. Licht durchflutet natürlich hier durch die Öffnung Richtung Süden ausgerichtet. Das heißt, man hat auch wirklich fast den ganzen Tag hier drinnen Sonne und natürlich uneinsehbar totale Privatsphäre. Ich würde aber sagen, wir schauen uns jetzt wieder in diese Richtung. Es ist auch noch zusätzlich zu diesem heißen Indoor-Bereich hier das alles mit dieser Glasfront natürlich verschlossen, damit man hier nicht die ganze Zeit 30 Grad beim Sport hat. Und hier hat man den wunderschönen Pool. Hinten die gesamte Front ist mit Spiegeln versehen, vom Boden bis zur Decke hoch. Auch hier wieder mit einem Sichtdachstuhl, wie man sehr schön sehen kann. Dazwischen hat man hier mit weißem Putz alles nochmal größer wirken lassen. Entschuldigung, wenn es jetzt ein bisschen halt in dem Fall, wir sind halt in einem Hallenbad.
Hinter mir haben wir diese Öffnung, die man von außen auch gut sehen kann. Das ist das Panoramafenster. Ihr wisst ja von außen nochmal, es hat diese V-Form, zumindest auf dieser Seite, die noch ein bisschen den Charme in den Einfahrtsbereich bringt. Ist aber hier so gelöst worden, dass hier der Ausschnitt ist. Links und rechts kann man quasi von hinten auf das Holz sehen und wurde hier mit einfach ein paar Birken in dem Fall dekoriert. Es schaut sehr schön aus, kann man auch alles andere reintun, was man natürlich will. Ich finde die Idee sehr gut. Also falls ich mal einen Pool haben sollte, dann werde ich das so lösen. Wirklich schön. Hinter euch ist natürlich auch wieder eine Glasfront mit einem großen Schiebeelement, was man aufmachen kann. Und dann hat man nochmal einen Pool, ein bisschen kälter als wie der, aber gleiche Größe und einen Zugang raus auf den Garten und auf die Gartenfläche. Ich hoffe, ihr könnt das genauso hören wie auch ich jetzt. Vogelzwitschern, absolute Idylle hier. Wir haben hier, wie gesagt, 7000 Quadratmeter Grund. Also hier haben wir Rasen, komplett uneinsehbar, blicksicher, und ihr müsst ja wissen, wir kommen jetzt gerade von drinnen vom Wellnessbereich, vom Pool, und jetzt stehen wir hier wieder vor dem Pool. Gleiche Größe, nur jetzt hier draußen, eine wunderbare Liegefläche, alles mit Holz schön angelegt, tolle Sonnenterrasse. Hier ist Vergleich die Liegen, also wie breit das auch hier ist und auch wie es umgesetzt worden ist. Diese Fenster, die sind nicht vom Wellnessbereich, sondern das sind die der Suite, die nach vorne, nach Westen ausgerichtet ist. Die haben wir jetzt vorher ja angeschaut. Drunter einfach ein bisschen Holz, wenn man hier zum Beispiel Feuerschale aufstellen will oder so. Von hier hat man auch einen super Blick generell auf das gesamte Chalet dort oben. Ihr seht unter anderem auch hier einmal wirklich gut den Tiroler Glockenturm. An der Stelle ganz oben sieht man auch den Hahn an der Spitze türmen und einfach schön aufgebaut. Auch hier wieder die Stufen, die hier von Stockwerk zu Stockwerk hochführen, von Terrasse zu Terrasse. Mir persönlich gefällt das Chalet extrem gut. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder Anmerkungen oder vielleicht anderer Meinung seid bei manchen Punkten, schreibt es bitte gerne unten in die Kommentare. Es war mir wie immer eine Ehre. Wir sehen uns nächste Woche, kommenden Freitag um 19 Uhr zur nächsten Immobilientour. Bis dahin, macht es gut und Servus.